Hi, ik ben Gladys Rempel en ik vreem me dat u dit waar has opgemaakt. Deze maand reden we van leren dat God wat een wunder doen. En wat als ons potto aan, wat als God zijn potto aan. Manchmal dan mag we rijden dat een wunder passeren zal en dat we dat aanvoeren. En wat doen we dat? Ik wil je een geschichte vertellen. Die van jullie wat op de Frühjahrskonferenz weer in Mexico deze maand. Die weet ik graag van wat ik red, wenn ik vertel deze geschichte door al. Paulus en Silas hadden een gouden ministry. Zij gingen ram en deden arbeid voor God. Op eenmaal op een stad, dan werd in jail neergestapt, wens wat zij doen hadden en dat weer een arbeid wat zij voor God te doen hadden, aber die mensen rammen gleichte dat niet. Zij zaten dus dort in jail daarna en ik kon me voorstellen dat zij worden zo leeg kunnen zijn, nou waarom God? Wie deed je krijgt wat du zegt. Wie deed je krijgt dat wat du was hebben, wat we zullen. En nu zitten we hier, ons dat de regenwui, dat blad, die hebben ons zo versleeuwen. En nu zitten we hier en zijn gevangen en kunnen niets voor die doen. Krijg hier in jail, dat we zijn. Waarom? Waarom deed ze ons niet beschützen? Aber zij vroegen niet door nu. Zij vroegen niet. Zij zaten door en vangen aan te zingen. Weet je, veelmaal, wel teruggaan en weet wat ik zeg. Veelmaal geloven we dat wat we zware tijden hebben, dat wenn ik eens wat heb gedaan, vielleicht straft God mij, oder vielleicht, aber nee. Veelmaal is dat krijg, wenn we krijg dat rechte denk gedaan hebben. Door wen, gaan we manchmal door zware tijden. En dan wil we bloos terug zijn en God blijven bij hem loven. Dat is wat Paulus en Silas deden. Zij loofden God, zij vangen aan te zingen. En hier heb ik een vrouw, en dat is een interessante vrouw vielleicht, aber mij kwam dat vielleicht een half jaar terug aan, wo dit schafft, ik hoorde een boodschap, en moet me vraag denken, ja, dat is überhaupt Woarheit. Wo geloof je dat zij kunnen door zingen, midden daarna, bij die stad? Zij kunnen keine Vierer zijn. Zij hadden door niet beker, wo zij nu lezen kunnen te zingen. Wo kunnen zij door zingen? Nou, die zei vielleicht, nou, die kunnen die leider uitwendig. Ganz krank. Zij kunnen die leider uitwendig. Glaubst du, dat er würden Wunder passiert zijn, wenn sie nicht gesungen hadden? Wenn es dat sagt, in het Testament sagt dat zij deden zingen en God loven, en dan passiert een aardbeben en de derde ging op. Dat hield zich zo dat passiert, wenn sie God loven deden. Okay, wenn sie diese leider nicht hadden uitwendig können, sie würden können raupen, God loven, nicht? Aber sie können diese leider uitwendig en zij zongen. So, daar wil ik een Beispiel uitnemen. Wat leerst u aan gouden tijden? Wat leerst u die uitwendig aan gouden tijden? Wenn's dat wat du leerst, dat waarschijnlijk wirst du uitleven aan de zware tijden. Wenn du aan gouden tijden bent, je krijgt geld aan, je kan fijn leven en alles is goed, die man is gezond, hij schafft, die dingen zijn gezond. Wat denkst du dan? Denkst du dann, oh ja, wenn es wie so wär sind, wenn es wie die Dinge reich tun, wenn jene Lied auch so würde, dann würde er das auch so gut haben. Als dort, was du die auswendig lehrst? Oder lehrst du dort auswendig, dort als wenn Gott seine Gnade. Gott hat mir Mann Gesundheit gegeben, er kann schaffen. Gott hat mir die Gnade gegeben, leiftulich zu sein zu meinen Dingen. Wenn Gott seine Gnade, durch wen habe ich dort so schein. Was ist dort, was du die auswendig lehrst, die Zeit, was du in gute Tide bist? Wenn es die schwere Tide kommen an uns alle, wir leben hier auf der Welt und wir haben alle manchmal schwere Tide. So, wenn du in der schwere Tide bist, weil man sagt, dort mittel danach, dass das für Paulus und Silas wird. Auf einmal ist die Mann nicht mehr gesund und er kann nicht schaffen und das Geld wird weniger und weniger und weniger und du musst so abpassen, dass du wirst nicht zu viel eten haben, dass du das Rechte wirst haben, dass das Geld wird zu regen. Was denkst du dann? Denkst du dann so, dass, oh, nicht straft Gott mich? Wahrscheinlich wirst du denken, wenn du an gute Tide nicht die hast ab Gott verloren, nicht die rechte Dinge auswendig gelehrt. Paulus und Silas haben sich die Leute auswendig gelehrt, wo sie Gott loben dürfen. Wenn du weißt an gute Tide, das Gott seine Gnade, und du lobst Gott, und du weißt, dass bloß durch seine Gnade habe ich dort so gut, dann an schwere Tide, dann hast du dir dort gelehrt, Gott ist gut. Gott ist ein guter Gott. En hij is hier naar allemaal goed. En hij wordt ons derg helpen. Dit is bloos niet tijd wo we derg gaan. Hij wordt ons hier derg helpen. En dan waar we waren, wordt hij uit ons deze valley uit helpen. Aber, wenn du nu een zware tijd bent,
En dat jij niet meer so schön ist dort mal da. Vielleicht als het, wenn die jugendliche Kinder drehen weg von Gott, en dat is so eine schwere Sache für alle. En du dachtest erst, dass du wirst plötzlich Gott, da wenn wir die Kinder so fan, dann wirst du nu auch so denken, dass Gott straft mich. Gott straft mich, da wenn sein unsere Kinder so steht. Aber weißt, leer die in gute Tide, Gott zu loben, und Gott die Ehre dafür zu geben. Dann an schwere Tide, dann wirst du danach immer auswendig weiter. Gott ist gut, und Gott wird uns hier helfen. So gib nicht ab, aber leer die Wahrheit an gute Tide, dann wirst du an schlechte Tide auch die Wahrheit weiter. Und dort ist was dein Wunder wird evangel bringen. Paulus und Silas, dort Wunder wird sie kriegen. Dort wird wens sie da Leute auswendig gelehrt haben und da singen heute. Hat ein gutes Werk.